Wir haben in keinem Land zuvor so viele Unfälle gesehen. Die haben schon immer abgefahrene Ideen, die Chinesen. Gut, Tunnel Nummer 2 ist 4,3 Kilometer lang. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Hier ist... Wow! Gut, weiter geht's. Ja, Rückenwind. Rückenwind. Oh ja, cool. Das ist abgefahren. Hier sind so viele Leute, die mir zugucken. Das ist auf jeden Fall das erste Mal in China, dass auf einmal so viele Leute da sind. Ich stehe hier jetzt auch schon ein bisschen. Ich habe gerade ein Live-Video auf Instagram gemacht. Und irgendwie ganz viel auf Deutsch auch erzählt. Und das fanden die Leute wohl auch alles ziemlich spannend. Und jetzt stehen sie hier alle und gucken mir zu. Und Olga ist gerade auf dem Markt und kauft ein bisschen was ein. Ni hao. Can you speak in Chinese? Just a little bit. Just ni hao. Yeah. Xi. Ni hao ma. Wo hen hao. Yes, that's it. Oh, ich löse hier langsam auch, glaube ich, ein Verkehrschaos ab. China, hier, Germany. Germany. I'm from Germany. Yeah. Thank you. You're welcome. Jetzt geht's los. Bye bye. Bye bye. See you. See you, Lala. See you. Uff. Boah, das war abgefahren. Guck mal, die laufen uns sogar noch hinterher. Vor uns liegt mal wieder die nächste Stadt, beziehungsweise eigentlich jetzt hinter uns, weil wir gerade umgedreht sind. Es ist abends und wir sind auf der Suche nach einem Campingspot und wir haben nichts gefunden und wir sind jetzt kurz vor der Stadt. Das ist wieder eine riesengroße, was weiß ich, 20, 30, 40 Kilometer lange Stadt. Das schaffen wir heute nicht, da durchzufahren. Das heißt, wir sind jetzt wieder umgedreht und hoffen, dass wir irgendwo irgendwie einen Platz übersehen haben. Ich denke, wir werden versuchen, da vorne gleich in eine Straße einzubiegen und ein bisschen wegzukommen hier quasi von der Hauptstraße. Boah, es sind überall Häuser, überall. Uff, das geht auch in irgendein Dorf hier hinein. Okay, die Straße hier war auch nichts. Wir fahren wieder zurück. Ich glaube, hier links ist irgendwie so halbwegs unsere letzte Chance. Steht jetzt genau ein Auto vor der Einfahrt.
Wow. Vorsicht, da ist ein Kabel. Wow. Da hinten ist eine Moschee. Es sind super viele Muslime hier. Okay, also wir rollen doch wieder hier aus der Plantage raus. Irgendwie das Beste, was wir kriegen. Wir haben auch überlegt, ja, in die Moschee wäre auch vielleicht eine Möglichkeit, aber müssen wir wieder den Berg rauf. Ja. Ah, ne, guck mal, so groß ist sie auch nicht. Jetzt sieht man sie. Ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Da bei diesem komischen Tempel da links ist noch so ein Wald. Und falls es da auch nicht so gut aussieht, dann checken wir die Moschee aus. Ja. Hier ist der Tempel. Da vorne ist ein kleiner Weg. Das sieht nicht schlecht aus. Eigentlich von dem, was wir bis jetzt gesehen und erlebt haben, ist den Leuten das, glaube ich, scheißegal, was wir hier machen. Gucken vielleicht kurz, aber dann ist denen das scheißegal. So, hier ist Platz fürs Zelt. Absolut. Ja. 87 Kilometer. Oh, ich weiß nicht, 2, 3. Was haben wir noch? 7 Stunden, 13 Minuten Fahrzeit. Oh je. 12 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Was gibt es noch? 49 km/h Maximalgeschwindigkeit. Temperatur 21 Grad. 1333 Höhenmeter. Nicht schlecht. Gut, okay, Feierabend für heute. So langsam haben wir die Berge geschafft. Es geht jetzt ein richtig gutes Stück bergab, irgendwie 1800 Höhenmeter, glaube ich. Und danach geht es weiterhin leicht bergab, nicht mehr so viel. Und es wird flacher und flacher. Und ja, ich denke, die großen Anstiege haben wir erstmal hinter uns gelassen. Das haben wir erstmal geschafft. Ich glaube, die Provinz Yunnan verlassen wir jetzt auch bald und fahren nach Sichuan. Und ja, weiter nach Chengdu, was halt auch komplett im Flachland liegt. Ziemlich gut. Waren ein paar harte Tage, ein paar harte Etappen, die wir jetzt hinter uns haben. Da waren ein paar richtig gute Anstiege bei. Von daher, ja, ist, glaube ich, ganz nett, jetzt die Früchte davon zu ernten und hier durch dieses richtig schöne Tal bergab fahren zu können und einfach nur die Landschaft zu genießen. Echt richtig schön hier. Da vorne werden wieder Fotos gemacht. Von uns auch? Ne, ich glaube nicht. Doch! Oh je. Da rechts ist der Superhighway. Wir sind auf dem normalen Highway.
Einfach nur krass, was die hier für Straßen bauen. Das ist eine super lange Brücke, mehrere Kilometer, einfach in dem Flussbett irgendwie gebaut. Nach dem Motto irgendwie, ja, wir haben hier ja diese Straße und rechts ist der Fluss. Können wir nicht wirklich breiter machen? Und dann hat irgendjemand gesagt, aber hey, Moment mal, wir können doch einfach eine riesige Brücke in dem Flussbett bauen. Ah ja, stimmt. Ja, natürlich, wir sind ja in China. Machen wir so. Boah, hört nicht auf die Brücke, ich habe keinen Bock mehr zu filmen. Also die Brücke ist selbstverständlich immer noch da, aber jetzt ist zusätzlich, dass dahinter noch eine Eisenbahnstrecke aufgetaucht. Ich weiß auch nicht, wo die auf einmal herkam, die ist da hinten einfach aus dem Berg rausgekommen, geht hier einen Kilometer entlang und da hinten geht sie wieder in den Tunnel rein. Einfach um auch nur noch mal zu zeigen, ja, wir haben hier auch noch eine Eisenbahnstrecke langgelegt. So abgefahren. Jo, moin. Ausblick von unserem Campingspot heute. Da geht der Expressway entlang. Und hier hinter, da oben ist unsere Straße. Hier sind wir runter an den Fluss gekommen. Boah, da habe ich was gesehen, das sah echt nicht gut aus. Und zwar war ein LKW, er hat gesehen, dass ein Auto von vorne kommt und er hat Michel eigentlich auch gesehen. Und der dachte, er kann das Auto von vorne überholen und Michel auch überholen und wieder in die Spur. Oder beziehungsweise das Auto von vorne entfliehen und irgendwie so. Und das war noch beim Berg runterfahren. Auf einmal sehe ich, wie er einfach die Kontrolle über das Fahrzeug verliert. Man hat gesehen, dass er irgendwie in diesem Wasser so sich nach rechts und nach links irgendwie und zu doll und zu hektisch, boah. Und ich hab's echt, boah, und ich konnte da nichts sehen. Ich konnte Michel nicht sehen, ich konnte nichts sehen. Das war echt, da habe ich kurz echt sehr, sehr schlechte Zeiten gehabt. Also, boah, ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe fröhlich den Highway gefilmt. Aber, also wir müssen hier in China aufpassen. Die Autofahrer und LKW-Fahrer sind so dumm wie in keinem Land zuvor, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wir haben in keinem Land zuvor so viele Unfälle gesehen. Wir sehen jeden. Wir haben heute 3, 4 Unfälle gesehen. Ja, irgendwelche LKWs, die am Straßenrand irgendwie da an irgendwelchen Bäumen hängen, in irgendwelchen Leitplanken. Und also wir sind echt schon mit vielen Wässern gewaschen, sage ich mal. Wir waren im Iran, in Russland, in Indien, in Nepal, in Vietnam. Überall, wo gesagt wird, dass die Autofahrer extrem scheiße sind. Aber China toppt das, definitiv. Wenn ihr mit dem Fahrrad in China fahren wollt, passt auf. Die LKW-Fahrer und die Autofahrer sind richtig scheiße und ja, wenn man dumm. merkt, dass es irgendwie blöd wird, lieber einfach anhalten und rechts so Ja, weit wie geht absolut. stehen Also bleiben. wir fahren jetzt super defensiv, definitiv, weil ja, wir haben natürlich keine Chance auf dem Fahrrad. Wir sind der schwächste Verkehrsteilnehmer hier. Und es ist natürlich dumm, da irgendwie seine Gesundheit zu riskieren, um denen irgendwas beweisen zu wollen, dass sie halt dumm sind, was sie sind. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber ja, also wir passen sehr, sehr doll auf, absolut. Wir haben gerade Mittagspause gemacht in diesem Nudelrestaurant. Die Teller sind schon weg, ist schon alles aufgegessen. Wir sind mal wieder zu spät mit der Kamera. Aber was ich sagen wollte, wir haben hier gegessen und zuerst hat uns ein Mädchen ein bisschen im Übersetzen geholfen, so quasi, ne? Ja, so, die konnte ein bisschen Englisch. die konnte ein bisschen Englisch und hat uns geholfen, irgendwie eine Nudelsuppe mit Tofu und Gemüse zu bestellen. Und dann ist sie weggegangen und wir haben gegessen und dann kam auf einmal ja, von hier hinter uns irgendwo ein anderes Mädel an und meinte, dass sie bezahlt hat. Und wir so, hä, was? Und sie, ja, ich habe bezahlt. Und zeigt uns irgendwie ihr Handy mit
mit ihrem VPay oder Alipay oder was sie da hatte und meinte, ja, ich habe für euch die Nudelsuppe bezahlt. Willkommen in China. Viel Spaß in China. Echt super. Wow, unglaublich. Also echt freundliche Menschen hier. Richtig cool. Noch was Richtig dazu zu fügen? Ja, nee, ist einfach wow. So, immer so überwältigend, wie nett und wie auf einmal irgendwie. Die hat nicht mal gefragt, wo wir herkommen und was sie hier machen. Einfach Ja. uns die Nudelsuppe bezahlt. Und Richtig cool, ja. uns willkommen heißen. Cool. Echt super. Top. Und war auch richtig lecker. Super Zeug hier. Guter Chefkoch. Kein Plan, wir sind auf einmal in irgendeiner echt großen, modernen Stadt gelandet. Wir sind nach wie vor in diesem Tal an dem Fluss. Und auf einmal haben sie es irgendwie geschafft, hier eine fette Stadt zu bauen. Ni hao! Und irgendwie ist hier so ein fetter Platz und das ist irgendwie komplett surreal. Weil es eigentlich nur dieses kleine Tal hier ist. Und hier eigentlich gar kein Platz ist für so eine riesige Stadt. Und hier sind auf einmal auch fette Hochhäuser und so weiter. Gut, wir haben die Leute auf uns gelockt. Machen wir weiter? Ja. Ein Straßenverkäufer-Labyrinth. Die haben schon immer abgefahrene Ideen, die Chinesen. Einfach mal eine riesige Stadt irgendwie da bauen. Ja, absolut. Oder ja, so riesig ist es ja gar nicht. Es war nicht groß, aber halt irgendwie modern und krank und Hochhäuser und abgefahren. Kein Plan, ihr habt es selber gesehen. Es regnet. Und es geht entgegen allen Erwartungen doch wieder bergauf. Die letzten 20 Kilometer sind wir wieder fleißig hochgefahren im leichten Nieselregen. Aber jetzt haben wir es gleich geschafft. Hier ist... Wow! Okay, schön vorsichtig. Also ja, es ist rutschig. Okay. Gut, das ist der erste Tunnel von zweien. Auf einmal sind super viele LKWs da, die waren vorher nicht da. Der zweite Tunnel müsste da vorne gleich kommen. Gut, Tunnel Nummer 2 ist 4,3 Kilometer lang. Auf jeden Fall einer der längsten Tunnel, wenn nicht sogar vielleicht der längste Tunnel, den wir bisher gefahren sind. Es gibt irgendwelche Durchsagen. Ich hoffe, wir dürfen hier fahren. Ich bin unter der Brücke auf dem Weg zum Bach, um endlich mal wieder eine kleine Katzenwäsche zu bekommen. Upsala, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier wieder zurück nach oben zum Zelt komme. Es sind jetzt 200 Kilometer bis Leshan. Sollten wir eigentlich in 2 Tagen schaffen. Heute kommen wir am Yangtze Kiang an. Da freue ich mich schon drauf. Das wird, glaube ich, ziemlich beeindruckend.
Und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Uff. Ja, aber Couchsurfen durften wir schon. Echt? Ja. Cool. Einer hat zugesagt und der meinte, der ist ganz neu beim Couchsurfen, hat sich gerade irgendwie angemeldet und er hofft, dass er uns viel Spaß machen kann und so. Das ist seine erste Gast. Nice. Wow. Gut. Wow. Der Yangtze Kiang. Der längste Fluss Chinas. Der längste Fluss Asiens. Der drittlängste Fluss der Welt. 6300 Kilometer lang und der längste Fluss der Welt, der nur durch ein Land fließt. Ja, in diesem Fall natürlich China. Wow. Auf jeden Fall heute auch wieder ein bisschen chinesische Ingenieurskunst genießen. Wir werden durch gut ein paar Tunnel fahren. Ja, und dadurch gut ein paar Höhenmeter einsparen. Sind ja auch der hier wieder gut beleuchtet. Wenig Verkehr, gute Straße, der ist jetzt 650 Meter lang, nicht zu lang. Wunderbar.